Vor Beginn der 20er Jahre bin ich fast jedes Jahr zur IFA gegangen. Davon gibt es hier noch etliche Videos. Nach Corona war es dieses Jahr das erste Mal, denn die 100. IFA wollte ich auf keinen Fall verpassen. Im Vergleich zu früher gab es aber einige Änderungen. Sonst war ich immer gleich am Eröffnungstag dort, der schon länger ein Freitag ist. In diesem Jahr ging ich wetterbedingt am letzten Tag. Das war Dienstag, der 10. September. Ich habe auf Nachfrage von verschiedenen Ausstellern gehört, dass der 8-Stunden-Tag in den ersten Tagen bei über 30 Grad im Schatten schon recht anstrengend war. Vermutlich auch für viele Zuschauer. Nach Dauerregen am Montag waren die Bedingungen am Dienstag ideal, wie man hier sieht, und luden zwischendurch sogar zu einem Imbiss draußen ein, bei knapp 20 Grad Celsius und Sonnenschein. Die zweite Änderung betrifft Leute wie mich, die sonst ihren Pkw am Olympiastadion abgestellt haben und dann mit einem Shuttle zum Eingang Süd gebracht wurden, beides kostenlos. Leider gab es das in diesem Jahr nicht mehr. Ob dies an dem dort stattfindenden Festival lag oder ganz abgeschafft wurde, werden wir im nächsten Jahr sehen. Übrigens bedeutet IFA nicht mehr internationale Funkausstellung, sondern Innovation for All. In der Eingangshalle beim Nordeingang an der Masurenallee begrüßte uns Albert Einstein dank KI wie 1930, als er die damalige Funkausstellung eröffnete. Remember, the original source of all technical materials is the development university. Nun aber zu den eigentlichen technischen Neuerungen. Wegen der Menge der Vorstellungen teile ich es in 2 Videos auf. Demnächst erscheint ein Video über mein Hauptinteresse, TVs und Beamer. Heute geht es dagegen um die reichlich vorhandene weiße Ware, wie zum Beispiel Waschmaschinen, aber unter anderem auch um Drohnen und verschiedene Roboter. I think we've got a good hour left, so no fear on that, and I will be having one last piece of pizza. Bei Sony und bei Sharp sind in diesem Jahr leider nur Fachbesucher willkommen. Auf dem Weg durch die Hallen fragte mich eine ältere Dame schon fast verzweifelt, wo denn die Stände von ARD und ZDF seien. Leider konnte ich ihr auch nicht helfen, denn alle TV-Anstalten blieben der IFA fern. Wenn man sich den Schwerpunkt Verlagerung der Messe anschaut, dann ist es keine Überraschung. Bei DJI wurde ich freundlich begrüßt, weil gleich entdeckt wurde, dass ich mit der Osmo Pocket 3 am Filmen war. Ich ließ mir dort die neue DJI Neo zeigen.
This is called the DJI Neo. Neo. Yep. Neo. Exactly. And it's 135 grams, so very light. Yeah. And the nice thing is it doesn't need a remote control. You can control everything with the one button here. You have 6 different shooting modes. So you have follow me, drone, circle, rocket, spotlight, and this is a custom feature. To select the mode, it's just one press and it will cycle through. Then once you've selected the mode, you simply hold it on your palm, it will take off, it will do its thing, and then come back and land in your palm again. Oh, okay, good. It's really tiny compared with mine. Nebenan kann man die nur 135 Gramm leichte Drohne beim Flug beobachten. Das hohe Fluggeräusch finde ich aber recht nervig. And for me, it's like a communicator. We are. Hi, can you try? Das ist die Website gerade von Vestel. Ah, so. Ah, okay. Zwischendurch ging ich bei angenehmem Wetter immer mal wieder an die frische Luft. Erst dachte ich von Weitem an neue Kaffeemaschinen, aber dann ließ ich mir von dem netten Leonardus etwas über Saugroboter erzählen. Im niederländischen Fernsehteam, die auch über YouTube. Ja. Und ich bin Niederländer. Ach so. Und dann habt ihr keine Berührungsängste. Ja. Im Vergleich zu den früheren Geräten, ja, eine höhere Saugleistung, weil gerade bei sowas muss man immer auf die Saugleistung achten. Weil wenn die zu niedrig ist, ja, früher war das um die 1600 oder sonstiges, jetzt momentan liegen die bei 6.000 bis 8.000. Und haben Sie auch so einen kombinierten, der auch wischen kann? Ja, wie zum Beispiel. Ach, der kann das sogar. Ich dachte, der ist nur zum Saugen. Nein, ach so, der wischt auch. Ah ja, sehr schön. Also die meisten, die hier rumstehen, ja, sind alle mit Saug- und Wischkombination. Da unterscheiden sie sich zum Beispiel aber auch dann so ein bisschen wie der hier. Nochmal eine Nummer größer, hat entsprechend auch für den Staub, den er aufgesaugt hat, wird dann hier abgesaugt, wird dann abgegeben. Der reinigt sich auch selber. Auch an etlichen anderen Ständen waren Roboter im Einsatz. Teilweise nützlich, teilweise eher zum Spaß. If you have any more questions, feel free to ask. Just a moment. Hello. Ich kam auch bei einigen Oldies vorbei. Man rechnet wohl noch mit Blaupunkt, aber Telefunken und Kodak sind noch aktiv. Für einige vielleicht überraschend. Ein interessantes Projekt dürfte demnächst auch das fliegende Auto sein, das vorgestellt wurde.
Raumkapseln stießen auf mein Interesse. In the Samsung Food app. So if I search for recipes. So the 3D map route provided by Baldi makes it very easy to check on all the devices at a glance. And you can do both. You can see the conditions of the devices and also of your pets. Zum Schluss habe ich mir gern bei Miele einen köstlichen Latte Macchiato gegönnt, der war sogar kostenlos. Als Anregung für die Veranstalter möchte ich empfehlen, dass es den Anreiz für einen IFA-Besuch sicher noch erhöhen würde, wenn das Eintrittsticket auch für die öffentlichen Verkehrsmittel gelten würde.